Das Flüstern in der Wand. Ein Kind entdeckte einen deutschen Schäferhund, der in eine Wand eingemauert war. Was er als nächstes tat, brachte alle zum Weinen. Ein Kind entdeckte einen deutschen Schäferhund, der in eine Wand eingemauert war. Was er als nächstes tat, brachte alle zum Weinen. Was ihr gleich hören werdet, wird euer Leben für immer verändern. Eine Geschichte so unglaublich und doch wahr, dass sie Schockwellen durch ganz Deutschland sendete. Falls ihr glaubt, schon alles gehört zu haben, macht euch bereit für etwas, das euch alles in Frage stellen lässt, was ihr über die Verbindung zwischen Menschen und Tieren zu wissen glaubtet. Das Flüstern begann an einem Dienstag. Der 5-jährige Max Weber schoss in seinem Bett hoch. Seine kleinen Hände umklammerten die Dinosaurierdecke. Die Digitaluhr auf seinem Nachttisch blinkte 2:17 Uhr. Ihr rotes Leuchten war das einzige Licht in dem ansonsten pechschwarzen Zimmer. Etwas hatte ihn geweckt. Ein Geräusch so schwach, dass die meisten Menschen es als Wind oder Einbildung abgetan hätten. Aber Max war nicht wie die meisten Menschen. Seine Augen, weit und suchend, durchkämmten die Schatten seines Schlafzimmers in dem alten viktorianischen Haus, das seine Eltern erst vor 3 Wochen gekauft hatten. Das Wimmern kam wieder, ein sanftes, verzweifeltes Schrei, der durch den Putz seiner Schlafzimmerwand zu sickern schien. »Hallo?« flüsterte Max, seine Stimme klein in der Dunkelheit. Das Weinen pausierte kurz, bevor es fortfuhr, irgendwie noch verzweifelter als zuvor. Max' kleine Füße berührten den kalten Holzboden, als er aus dem Bett rutschte. Das Geräusch zog ihn vorwärts, wie ein unsichtbarer Faden. Er drückte sein Ohr gegen die Wand, sein Herz raste, als das Wimmern klarer wurde. Es war nicht menschlich, das wusste er. »Es klingt wie ein Hündchen«, flüsterte er zu sich selbst. Sein Atem beschlug leicht die kühle Oberfläche der Wand. »Du steckst fest, oder?« Das Wimmern antwortete, als würde es seine Frage beantworten. Max' Hand bewegte sich über die Taperie, suchte nach Rissen oder Öffnungen. Als er keine fand, runzelte er die Stirn. »Ich werde dir helfen«, versprach er dem unsichtbaren Geschöpf. »Ich lass dich nicht allein.« Niemand glaubt ihm. Morgenlicht strömte durch die Küchenfenster, als Sabine Weber Pfannkuchen wendete, während ihr Mann Thomas Kaffee in passende Tassen goss. Ihr Gespräch über Renovierungspläne für das Wochenende verstummte, als Max in der Türöffnung erschien, noch im Pyjama, dunkle Ringe unter seinen normalerweise strahlenden Augen. »Schatz, hast du nicht gut geschlafen?« fragte Sabine sofort, besorgt über das ungewöhnlich zerzauste Aussehen ihres Sohnes. Max kletterte auf einen Küchenstuhl, sein Gesichtsausdruck ernst. »Da ist ein Hund, der in meiner Wand weint.« Thomas lachte und wuschelte Max ohnehin schon unordentliche Haare. »Kumpel, das war wahrscheinlich nur das Haus, das sich setzt. Diese alten Häuser machen alle möglichen komischen Geräusche.« »Nein«, beharrte Max, seine Stimme kraftvoller, als seine Eltern sie jemals gehört hatten. »Es ist ein echter Hund. Sie hat Angst und kann nicht raus.« Sabine stellte einen kleinen Stapel Pfannkuchen vor ihren Sohn. »Süßer, es kann kein Hund in den Wänden sein. Das ist unmöglich.« »Sie ist da«, sagte Max und ignorierte das Essen. »Ich habe die ganze Nacht mit ihr geredet. Sie braucht Wasser. Sie ist wirklich durstig.« Thomas und Sabine tauschten besorgte Blicke aus. Sie hatten Max' Neigung zu lebhaften Träumen seit dem Umzug in das alte Haus bemerkt. Aber das hier schien anders, intensiver. »Weißt du was?«, bot Thomas an. »Nach dem Frühstück komme ich mit hoch und wir hören zusammen zu. Vielleicht sind es nur Rohre oder der Hund des Nachbarn, den du hörst.« Max nickte widerwillig, aber er rührte sein Frühstück kaum an. Seine Gedanken waren woanders, bei dem verängstigten Geschöpf, von dem er überzeugt war, dass es in den Wänden ihres Zuhauses gefangen war. Seinem Wort treu folgte Thomas Max nach dem Frühstück nach oben. Sie standen fast 10 Minuten schweigend in Max' Zimmer. Thomas' Geduld schwand, als sie auf ungewöhnliche Geräusche lauschten. »Siehst du, Kumpel? Kein Hund. Dieses Haus ist einfach alt.« »Psst!« Max hob seine Hand, sein Gesicht plötzlich aufmerksam. »Hör zu!« Thomas strengte seine Ohren an und hörte nichts außer dem entfernten Geräusch eines Rasenmähers irgendwo die Straße hinunter. »Ich höre nichts, Max.« Das Gesicht des Jungen verzog sich leicht.
Sie weint nur manchmal, aber sie ist da, ich verspreche es. Thomas seufzte und ging zu seinem Sohn hinunter. Max, manchmal spielt unser Verstand uns Streiche, besonders in einem neuen Haus mit neuen Geräuschen. Da ist kein Hund in der Wand, Sohn. Max' Augen füllten sich mit Tränen. Du glaubst mir nicht. Aber Max wusste, was er gehört hatte. Und er wusste, dass niemand außer ihm dem Hund helfen würde. Die heimlichen Versuche zu helfen. An diesem Nachmittag, während seine Mutter unten Wäsche faltete, schmuggelte Max eine Schale Wasser und einige Kekse in sein Zimmer. Er stellte sie in die Nähe der Wand, aus der die Geräusche gekommen waren. »Ich habe dir etwas gebracht«, flüsterte er zur Wand. »Ich weiß nicht, ob du es erreichen kannst, aber ich versuche es.« Er drückte sein Ohr wieder gegen die Wand und wartete. Minuten vergingen in Stille, bevor er es hörte. Das schwächste Winseln, das irgendwie dankbar klang. »Ich weiß«, flüsterte Max. »Ich werde einen Weg finden, dich rauszuholen. Ich verspreche es.« Beim Abendessen war Max ungewöhnlich ruhig und schob seine Nudeln auf dem Teller herum, ohne viel zu essen. »War heute alles in Ordnung im Kindergarten?« fragte Sabine, besorgt über die ungewöhnliche Stille ihres normalerweise gesprächigen Sohnes. Max nickte, dann zögerte er. »Frau Schmidt hat gefragt, warum ich einen Hund in unsere Hauswände gemalt habe.« Thomas verschluckte sich fast am Wasser. »Du hast was gemalt?« »Ich habe den Hund gemalt, der in unserer Wand ist«, erklärte Max sachlich. »Frau Schmidt sagte, es sei nicht schön, Geschichten zu erfinden, aber ich erfinde keine Geschichten.« Sabine reichte über den Tisch und fühlte Max' Stirn. »Fühlst du dich in Ordnung, Süßer? Kein Fieber?« »Ich bin nicht krank«, beharrte Max. Frustration war in seiner Stimme hörbar. »Warum glaubt mir niemand?« »Weil, Schatz«, sagte Thomas sanft, »Hunde leben nicht in Wänden. Das ist einfach nicht möglich.« »Dieser schon«, sagte Max bestimmt, »und sie hat Angst.« In dieser Nacht, nachdem seine Eltern ihn zu Bett gebracht hatten, wartete Max, bis ihre Schlafzimmertür schloss, bevor er wieder aus dem Bett glitt. Das Wimmern war schwächer geworden, was ihn mehr beunruhigte als die lauteren Schreie der vorherigen Nacht. »Gib nicht auf«, flüsterte er dringend zur Wand. »Ich werde dir helfen. Halte einfach durch.« Die Tage vergingen und Max' Besessenheit mit dem Hund in der Wand intensivierte sich nur. Seine Kindergärtnerin, Frau Schmidt, rief Sabine an, um ihre Sorge auszudrücken, nachdem Max eine ganze Kunststunde damit verbracht hatte, zunehmend detaillierte Zeichnungen eines deutschen Schäferhundes, der in Dunkelheit gefangen war, umgeben von dem, was wie Beton aussah. »Hat Max kürzlich ein Trauma erlebt?« fragte Frau Schmidt vorsichtig. »Vielleicht der Verlust eines Haustiers?« »Nein, nichts dergleichen«, antwortete Sabine und beobachtete durch das Klassenzimmerfenster, wie Max allein saß und ein weiteres Bild malte, während die anderen Kinder zusammenspielten. »Wir sind gerade in ein altes Haus gezogen, und er ist überzeugt, dass ein Hund in seinem Schlafzimmerwand gefangen ist. Wir haben erklärt, dass das unmöglich ist, aber er lässt nicht locker.« Aber etwas an der Erklärung fühlte sich für Sabine nicht richtig an. Max war begeistert über den Umzug, über den größeren Garten und sein eigenes Zimmer. Sabines Zweifel wachsen. Frau Schmidt zögerte. Kinder schaffen manchmal ausgeklügelte Fantasien, um Veränderungen zu verarbeiten. Der Umzug könnte schwieriger für ihn sein, als es scheint. »Vielleicht«, stimmte Sabine zu, obwohl etwas an der Erklärung nicht stimmte. Max war begeistert über den Umzug gewesen, über den größeren Garten und sein eigenes Zimmer. Diese Fixierung schien aus dem Nichts zu kommen. »Da ist noch etwas anderes«, fügte Frau Schmidt hinzu. Max erwähnte, dass er manchmal Dinge weiß, als ich fragte, was er meinte. Er sagte, er wusste, wann sie anrufen würden, bevor das Telefon klingelte, und dass er seinem Vater sagte, er solle letzten Donnerstag einen Regenschirm zur Arbeit mitnehmen, obwohl die Wettervorhersage klar war. Sabine lief ein Schauer über den Rücken. An diesem Tag hatte es einen unerwarteten Sturm gegeben. Thomas war völlig durchnässt geworden, weil er nicht auf Max gehört hatte. Die Lehrerin nickte nachdenklich. Kinder können überraschend intuitiv sein. Vielleicht sollten sie, anstatt seine Sorgen rundweg abzulehnen, untersuchen, was diesen besonderen Glauben auslöst, auch wenn es nur ist, um ihn zu beruhigen. Auf der Fahrt nach Hause konnte Sabine nicht aufhören, über die Worte der Lehrerin nachzudenken.
Es stimmte, dass Max manchmal Dinge zu wissen schien, die er nicht wissen sollte. Kleine Dinge, die die meisten Menschen als Zufall abtun würden, die Telefonanrufe, die Wettervorhersagen, die Zeit, als er weinend aufgewacht war, weil seine Großmutter gefallen sei, nur um eine Stunde später einen Anruf zu erhalten, dass sie sich die Hüfte gebrochen hatte. Könnte das irgendwie zusammenhängen? Der Gedanke war beunruhigend. Als sie zu Hause ankamen, rannte Max sofort nach oben in sein Zimmer und rief zur Wand, bevor Sabine überhaupt die Chance hatte, ihm zu folgen. »Ich bin zurück! Geht es dir gut? Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht.« Sabine stand in der Türöffnung und beobachtete, wie ihr Sohn sein Ohr gegen die Wand drückte, sein Gesicht eine Mischung aus Sorge und Konzentration. »Max, Schatz«, begann sie vorsichtig, »ich möchte verstehen, was mit diesem Hund ist. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was du hörst?« Max sah sie misstrauisch an, als würde er versuchen zu bestimmen, ob sie wirklich interessiert war oder ihn nur beschwichtigte. Schließlich winkte er sie herüber. »Komm und hör zu«, flüsterte er und zeigte auf eine bestimmte Stelle der Wand. »Manchmal ist sie zu müde, um laut zu weinen, aber ich kann sie hier fühlen.« Sabine zögerte. Dann kniete sie neben ihren Sohn und drückte ihr Ohr an die Wand. Sie blieben so mehrere Minuten. Die Stille wurde nur vom Ticken von Max' Dinosaurieruhr unterbrochen. Gerade als sie sich wegziehen wollte, fühlte sie es, eine Vibration so leicht, dass sie fast verpasst hätte. Kein Geräusch genau, aber ein Zittern, als würde etwas sich bewegen. »Hast du das gefühlt?« fragte Max, seine Augen weit und hoffnungsvoll. Sabine zog sich zurück, beunruhigt. Ich habe etwas gefühlt, aber Max, es könnte alles sein. Rohre, das Haus, das sich setzt. Das ist sie«, beharrte Max. »Ihr geht die Zeit aus.« Nächtliche Recherchen. In dieser Nacht konnte Sabine nicht schlafen. Sie fand sich um Mitternacht in der Küche wieder und suchte online nach Informationen über das Haus, das sie gekauft hatten. Das Inserat hatte erwähnt, dass es 1897 erbaut wurde, mit verschiedenen Updates über die Jahre. Was es nicht erwähnt hatte, war irgendeine Geschichte, die Max' Fixierung erklären könnte. »Kannst du auch nicht schlafen?« fragte Thomas und schlurfte in Pyjamas in die Küche. Sabine zuckte leicht zusammen. »Ich mache nur etwas Recherche.« »Worüber? Kindliche Halluzinationen?« fragte Thomas und sperrte über ihre Schulter auf den Laptop-Bildschirm. »Über unser Haus«, antwortete Sabine. »Ich fange an zu denken, dass vielleicht etwas an Max' Behauptungen dran ist.« Thomas seufzte und fuhr sich durch die schlafzerzausten Haare. »Sab, komm schon. Du weißt, es gibt keinen Hund in der Wand. Das ist physisch unmöglich.« »Ich weiß, es klingt verrückt«, gab sie zu. »Aber heute, als ich mit ihm gehört habe, fühlte ich etwas. Eine Vibration. Und du musst zugeben, Max hatte immer diese Intuition.« »Zufälle«, korrigierte Thomas, obwohl seiner Stimme die Überzeugung fehlte. »Erinnerst du dich, als er wusste, dass deine Mutter fallen würde? Oder der Sturm letzte Woche? Was, wenn er etwas spürt, was wir nicht können?« Thomas war einen langen Moment still. »Also, was hast du gefunden?« »Noch nicht viel«, gab Sabine zu. »Das Haus gehörte zuletzt jemandem namens Eduard Hermann, der es an die Immobilienfirma verkaufte, die es renovierte, bevor wir es kauften. Ich kann nicht viel über Hermann finden.« »Nun, vielleicht können wir morgen in der Nachbarschaft fragen«, schlug Thomas vor, mehr um seine Frau zu besänftigen als aus echtem Glauben. »Für jetzt lass uns versuchen zu schlafen.« Aber der Schlaf blieb für beide schwer fassbar. Der nächste Tag war Samstag, und Sabine nutzte die Gelegenheit, sich ihren Nachbarn vorzustellen, während Thomas Max zum Park mitnahm. Frau Weismann, eine ältere Frau, die 2 Häuser weiter wohnte, lud Sabine zum Tee ein, als sie erwähnte, dass sie kürzlich in das alte Hermann-Haus gezogen waren. »So ein schönes Haus«, kommentierte Frau Weismann und goss Tee in zarte Porzellantassen. Obwohl es ziemlich lange leer stand, nachdem Eduard ging. »Ging?« fragte Sabine. »Ich dachte, er hätte das Haus verkauft.« Frau Weismanns Ausdruck wurde beunruhigt. »Nun, das ist die offizielle Geschichte, nehme ich an. Aber die Wahrheit ist, niemand weiß wirklich, was mit Eduard passiert ist. Er verschwand einfach vor etwa 8 Monaten.« Sabine verschüttete fast ihren Tee. »Verschwand? Was meinen Sie?« »Es war ziemlich seltsam«, fuhr Frau Weismann fort, scheinbar erleichtert, endlich die Geschichte teilen zu können. »Eduard war immer etwas ein Einzelgänger, aber harmlos, hielt sich für sich,
arbeitete von zu Hause, irgendein Computerjob. Dann eines Tages merkten die Nachbarn, dass sie ihn wochenlang nicht gesehen hatten. Post häufte sich auf, keine Lichter an. Als die Polizei eine Wohlfahrtskontrolle machte, war das Haus leer. Kein Zeichen von Feuergewaltverbrechen. Einfach verlassen. »Das ist beunruhigend«, sagte Sabine und versuchte ihre Stimme ruhig zu halten. »Das Seltsamste«, lehnte sich Frau Weismann verschwörerisch vor, »war sein Hund.« Der verschwundene Hund. Eduard adoptierte einen deutschen Schäferhundwelpen etwa ein Jahr bevor er verschwand. Süßes Ding. Luna, glaube ich, nannte er sie. Sie verschwand auch. Alle nahmen an, er hätte sie mitgenommen, wohin auch immer er ging. Sabines Blut erstarrte. Ein deutscher Schäferhund. Sind Sie sicher? Frau Weismann nickte. Positiv. Ich sah ihn oft abends mit ihr spazieren gehen. Wunderschöner Hund, sehr gut erzogen. Warum fragen Sie? Nur neugierig, schaffte Sabine es zu sagen, während ihre Gedanken rasten. Sie hatte Max nicht erzählt, welche Art von Hund die Nachbarn besessen hatten. Sie hatte es selbst bis zu diesem Moment nicht gewusst. Doch irgendwie hatte er einen deutschen Schäferhund gezeichnet, der in den Wänden gefangen war. Als sie nach Hause zurückkehrte, fand Sabine Thomas und Max im Hinterhof beim Spielen. Sie wartete, bis Max mit seinen Spielsachen abgelenkt war, bevor sie Thomas beiseite zog, um zu teilen, was sie gelernt hatte. »Ein deutscher Schäferhund«, wiederholte Thomas. Sein Skeptizismus zeigte endlich Risse. »Und Max hat speziell einen deutschen Schäferhund gezeichnet.« Sabine nickte. »Er hat nie auch nur ein Foto des vorherigen Besitzers oder seines Hundes gesehen. Woher sollte er das wissen, Thomas? Woher sollte er es wissen? Es sei denn, da ist wirklich etwas dran«, beendete Thomas und sah beunruhigt aus. »Aber Sepp, selbst wenn der Typ einen Hund hatte, der verschwunden ist, die Idee, dass er irgendwie in unseren Wänden gefangen ist.« »Ich weiß, wie es klingt«, unterbrach Sabine. »Aber was, wenn etwas passiert ist? Was, wenn dieser Hermann dem Hund etwas angetan hat, bevor er verschwand?« Thomas fuhr sich über das Gesicht. »Das ist eine ziemlich schwere Anschuldigung.« »Ich beschuldige niemanden«, stellte Sabine klar. »Ich sage nur, mit all der Renovierung, die dieses Haus durchgemacht hat, bevor wir es kauften, ist es nicht möglich, dass etwas überbaut wurde.« Der Vorschlag hing zwischen ihnen in der Luft, zu verstörend, um ihn voll anzuerkennen. Später an diesem Abend, als Thomas Max ins Bett brachte, fand er sich dabei, die Wände von seinem Sohnes Zimmer aufmerksamer als zuvor zu betrachten. »Max«, begann er zögerlich, »dieser Hund, den du hörst, kannst du mir mehr über ihn erzählen?« Max' Augen leuchteten auf, endlich ernst genommen zu werden. »Sie ist groß und hat spitze Ohren. Sie ist braun und schwarz. Sie hat wirklich Angst und Hunger. Und du hörst sie? Wo genau?« Max zeigte auf die Ecke seines Zimmers, wo die Außenwand auf die Wand traf, die sein Schlafzimmer vom Flur trennte. »Meistens hier, aber manchmal kann ich sie hören, wenn ich mein Ohr auf den Boden drücke.« Thomas nickte und versuchte rational zu denken. Diese Ecke war Teil der Renovierung gewesen. Hat sie dir ihren Namen gesagt? Aber Max fand es überhaupt nicht seltsam. »Sie hat es mir nicht gesagt, ich weiß einfach, dass es Luna ist.« Thomas spürte, wie die Haare an seinem Arm sich aufstellten. »Luna«. Max nickte. »Das ist ihr Name.« Die erste Untersuchung. In dieser Nacht, nachdem Max eingeschlafen war, schlich Thomas zurück in das Zimmer seines Sohnes mit einem Balkensucher. Er führte ihn entlang der Wände, wo Max angedeutet hatte, und fand nichts Ungewöhnliches, bis er die Ecke erreichte. Das Gerät piepte kontinuierlich über einen Bereich, der eine Standardabstände haben sollte. Etwas stimmte nicht mit der Konstruktion. Am nächsten Morgen, während Max beim Frühstück saß, erwähnte Thomas beiläufig, dass er etwas im Keller überprüfen müsse. Der Keller war ein weiterer Verkaufspunkt des Hauses gewesen, ungewöhnlich groß für die Gegend, mit hohen Decken und neu verputzten Wänden. Als er die Treppe hinabstieg, Taschenlampe in der Hand, versuchte Thomas, sich relativ zu Max' Schlafzimmer oben zu orientieren. Die fragliche Ecke wäre genau dort, ein Wandabschnitt, der neuer aussah als der Rest, die Farbe leicht anders. Thomas näherte sich langsam und fuhr mit seiner Hand über die Oberfläche. Dann bemerkte er etwas Seltsames. Ein kleiner Lüftungsschlitz nahe dem Boden, der mit nichts verbunden sein zu schien.
Er kauerte sich hin und leuchtete mit seiner Taschenlampe durch die Lamellen, konnte aber nichts außer Dunkelheit erkennen. Gerade als er aufgeben wollte, fing seine Taschenlampe etwas ein. Ein Reflex, als würde Licht von etwas Metallischem abprallen. Thomas justierte seine Position und versuchte, einen besseren Winkel zu bekommen. Da hörte er es. So schwach, dass er es verpasst hätte, wenn er nicht danach gesucht hätte. Ein Wimmern, gefolgt von etwas, das wie schweres Atmen klang. Thomas stolperte rückwärts und ließ beinahe seine Taschenlampe fallen. »Mein Gott«, flüsterte er in den leeren Keller. Max hatte recht. Während Bauarbeiter den Keller für die Immobilienfirma renovierten, entdeckten sie etwas Ungewöhnliches, das in einem Kriechkeller versteckt war. Eine Sammlung von Tagebüchern von Eduard Hermann, dem vorherigen Besitzer. Anfangs legten sie als persönliche Gegenstände beiseite, um sie zurückzugeben. Einer der Arbeiter hatte aus Neugier durch ein Tagebuch geblättert und war von den Inhalten verstört. Anstatt sie den Behörden zu übergeben, was die Renovierung und ihre Bezahlung verzögert hätte, versteckten sie die Tagebücher auf dem Dachboden und sagten sich, sie würden es später anonym melden. Aber wie viele Dinge, die für später gedacht waren, wurde es völlig vergessen. Bis jetzt. Sabine stand auf dem staubigen Dachboden und hielt eine Taschenlampe zwischen den Zähnen, während sie vorsichtig das erste Tagebuch öffnete, das sie hinter einer alten Truhe versteckt gefunden hatte. Thomas war unten mit Max und hielt ihn beschäftigt, während sie weiter untersuchte. Die frühesten Einträge waren alltäglich. Arbeitsbeschwerden, Wetterbeobachtungen, gelegentliche Erwähnungen von Therapie wegen Angst und aufdringlichen Gedanken. Aber als Sabine durch die Seiten blätterte, wurde die Schrift zunehmend unregelmäßig. Paranoide Passagen über Überwachung begannen mit alarmierender Frequenz zu erscheinen. Die schreckliche Wahrheit. Mit wachsendem Entsetzen erkannte Sabina, dass sie sich auf Luna bezog, Hermanns deutschen Schäferhund. »Sie starrt mich an, wenn ich schlafe«, las ein Eintrag. »Ihre Augen folgen mir. Sie weiß, was ich denke. Sie haben sie trainiert, meine Gedanken zu lesen und zu berichten.« Die Wahnvorstellungen schienen sich mit der Zeit zu verschlimmern, wobei Hermann überzeugt wurde, dass sein Hund ein Überwachungsinstrument war, das von ungenannten Regierungsagenturen implantiert wurde. Er schrieb davon, ihr Signal zu blockieren, indem er sie im Keller fernab von Fenstern hielt, wo sie Daten übertragen konnte. Die letzten Einträge waren die verstörendsten. »Ich kann sie auch durch die Wände übertragen hören. Ich habe alles versucht, es zu blockieren. Nichts funktioniert. Es gibt nur eine Lösung.« Die nächste Seite detaillierte Hermanns Plan, die Überwachungseinheit dauerhaft zu enthalten, indem er eine falsche Wand im Keller baute. Er hatte den Luftstrom berechnet und bestimmt, dass ein kleiner Lüftungsschlitz gerade genug Sauerstoff liefern würde, um die Einheit funktionsfähig zu halten, aber zu schwach, um Signale zu übertragen. Sabine schloss das Tagebuch mit zitternden Händen und fühlte sich körperlich krank. Das war nicht nur ein trauriger Fall eines vermissten Hundes. Es war der Beweis eines gestörten Geistes, der einen schrecklichen Plan ausführte. Sie schnappte sich die Tagebücher und eilte nach unten, wo sie Thomas in der Küche fand, wie er Mittagessen machte, während Max am Tisch malte. »Wir müssen reden«, flüsterte sie dringend und zeigte zur Hintertür. »Jetzt!« Draußen zeigte sie Thomas, was sie gefunden hatte, und beobachtete, wie sein Gesicht die Farbe verlor, während er die Einträge überflog. »Das ist...« »Jesus«, murmelte Thomas und fuhr sich durch die Haare. Dieser Typ war ernsthaft geisteskrank. Und wenn das, was er geschrieben hat, wahr ist, dann ist Luna genau dort, wo Max sagt, dass sie ist, in einer Wand in unserem Keller gefangen. Thomas, sie könnte noch leben. Thomas schüttelte ungläubig den Kopf. Das ist unmöglich. Das ist Monate her. Kein Tier könnte so lange ohne Nahrung und Wasser überleben. Der Lüftungsschlitz, beharrte Sabine. Du sagtest, da war ein Lüftungsschlitz. Vielleicht kommt irgendwie Regenwasser rein. Vielleicht hat sie einen Weg gefunden, sich zu erhalten. Ich weiß es nicht, aber Max ist sicher, dass sie lebt, und alles andere, was er gewusst hat, hat sich als wahr herausgestellt. Sie sahen sich an, das volle Gewicht der Situation sank ein. »Ich hole meine Werkzeuge«, sagte Thomas schließlich, »wenn es auch nur eine Chance gibt.« »Was ist mit Max?«
fragte Sabine. »Sollen wir ihn fernhalten? Nur für den Fall.« Aber als sie zurück ins Haus gingen, stand Max in der Küchentür, seine Augen weit und dringend. »Ihr habt die Bücher des bösen Mannes gefunden.« Keine Frage, sondern eine Aussage. »Jetzt glaubt ihr mir wegen Luna.« Die Rettungsmission begann. Sabine und Thomas tauschten verblüffte Blicke aus. »Max, Schatz«, begann Sabine vorsichtig, »wir werden dem nachgehen, aber ich denke, es wäre am besten, wenn du für eine Weile zu Tante Sarah gehst.« »Nein«, schrie Max und erschreckte sie beide. »Ich muss hier sein. Luna wartet auf mich. Ich habe ihr versprochen, ihr zu helfen.« »Kumpel«, kauerte Thomas zu seinem Sohn hinunter, »wenn der Hund da ist, sie ist vielleicht nicht in gutem Zustand und wir wissen nicht sicher, ob sie lebt.« »Sie lebt«, beharrte Max, Tränen füllten seine Augen. »Aber sie wird nicht mehr lange leben. Sie ist jetzt wirklich müde. Sie weint nicht mehr so viel.« Die Gewissheit in seiner Stimme war erschreckend. »Bitte«, flehte Max, »bitte lasst mich ihr helfen. Ich habe es versprochen.« Nach einem langen Moment stillen Kommunikation zwischen ihnen nickte Sabine leicht zu Thomas. »Okay«, stimmte Thomas widerwillig zu. »Aber du musst zurückbleiben, während ich die Wand überprüfe. In Ordnung? Und wenn ich dir sage, mit Mama nach oben zu gehen, gehst du. Keine Widerrede.« Max nickte feierlich, Erleichterung überschwemmte seine Züge. »Danke, Papa.« Alle drei stiegen in den Keller hinab. Thomas trug sein Werkzeugkasten, Sabine hielt Max' Hand. Als sie den fraglichen Wandabschnitt erreichten, wies Thomas Max und Sabine an, zurückzubleiben. »Das ist, wo sie ist«, sagte Max selbstbewusst und zeigte auf einen bestimmten Bereich der Wand nahe dem kleinen Lüftungsschlitz. Thomas nickte und stellte seine Werkzeuge ab. »Lass uns zuerst hören«, schlug er vor, weil er sicher sein wollte, bevor er anfing, ihr Zuhause zu zerstören. Der Keller wurde still, als alle drei angestrengt lauschten, ob sie ein Geräusch aus der Wand hören konnten. Sekunden vergingen und dehnten sich zu einer vollen Minute. Nichts. Thomas wollte gerade vorschlagen, dass sie es überdenken, als Max sich von Sabines Griff befreite und zur Wand eilte, seine kleine Hand dagegen drückte. »Luna«, rief er sanft, seine Stimme zitterte vor Emotion. »Wir sind hier, um dir zu helfen. Bitte mach ein Geräusch, damit mein Papa weiß, dass du echt bist.« Eine weitere lange Stille folgte. Sabine bewegte sich, um Max wegzuziehen, eine Entschuldigung bildete sich bereits auf ihren Lippen, als sie alle es hörten. Ein schwaches Kratzgeräusch, gefolgt von dem schwächsten vorstellbaren Wimmern. Thomas' Skeptizismus verdampfte sofort, er griff mit neuer Umrichtigkeit nach seinem Hammer. »Geht zurück, ihr beiden«, befahl er, seine Stimme angespannt vor einer Mischung aus Schock und Entschlossenheit. »Ich werde mit einem kleinen Loch anfangen, um zu sehen, womit wir es zu tun haben.« Als Thomas vorsichtig begann, einen Abschnitt der Trockenbauwand zu entfernen, beobachtete Max mit intensiver Konzentration, seine kleinen Hände zu Fäusten geballt. Sabine stand nebenan, Telefon in der Hand, bereit Notdienste zu rufen, falls nötig. »Ich sehe etwas«, murmelte Thomas und leuchtete mit seiner Taschenlampe durch die kleine Öffnung, die er geschaffen hatte. »Da ist definitiv ein Raum hier dahinter, der nicht da sein sollte.« Er arbeitete schneller und vergrößerte das Loch, bis es etwa einen Fuß im Quadrat war. Der Strahl seiner Taschenlampe enthüllte eine schmale Kammer, grob konstruiert zwischen dem ursprünglichen Fundament und der neueren Wand. Und da, zusammengekauert in der fernen Ecke, war eine Gestalt. »Mein Gott«, hauchte Thomas, seine Stimme kaum hörbar. Fell, verfilztes, schmutziges Fell und das leichte Heben und Senken des Atmens. Luna lebte. Thomas arbeitete jetzt fieberhaft und riss mit erneutem Zweck an der Trockenbauwand. Als die Öffnung größer wurde, wurde das volle Ausmaß der Situation schrecklich klar. Luna war nicht nur hinter einer Wand gefangen, sie war absichtlich in eine winzige Kammer eingemauert worden, gerade groß genug, damit sie sich umdrehen konnte. Der Raum war ein Gefängnis, mit gerade genug Platz für den Hund, um zu existieren, aber nicht zu leben. »Sabine, ruf jetzt einen Tierarzt an«, befahl Thomas. Seine Stimme bebte vor einer Mischung aus Schock und Wut. Aber Max bewegte sich bereits vorwärts. Sein kleiner Körper schlüpfte an seinem Vater vorbei, bevor einer der Eltern ihn aufhalten konnte. »Max, warte«, rief Sabine aus, aber der Junge war bereits vor der Öffnung auf die Knie gefallen. »Luna«, flüsterte er und streckte seine Hand zur erschreckend stillen Gestalt aus. »Ich sagte dir, ich würde dich finden.« Der deutsche Schäferhund hob seinen Kopf leicht bei dem Klang seiner Stimme. Ihre Augen, tief in ein skelettartiges Gesicht eingesunken, kämpften, sich zu fokussieren.
Als Max' Geruch sie erreichte, geschah etwas Bemerkenswertes. Sein Schwanz, kaum mehr als Knochen, der mit Fell bedeckt war, schlug flach gegen den Betonboden. »Sei vorsichtig, Max«, warnte Thomas, bereit, seinen Sohn beim ersten Zeichen von Aggression zurückzuziehen. »Ein gefangenes, verhungerndes Tier könnte gefährlich sein, besonders um ein Kind herum.« Aber Luna zeigte keine Zeichen von Aggression. Stattdessen machte sie einen schwachen Versuch, zu Max zu kriechen. Ihr ausgemergelter Körper zitterte vor Anstrengung. »Max, dreh dich zu deinen Eltern um!« Tränen strömten über sein Gesicht. »Sie braucht Wasser, sie ist so durstig.« Sabine rannte nach oben und kehrte Momente später mit einer flachen Schale Wasser zurück. Thomas hatte geschafft, die Öffnung weiter zu vergrößern, aber Luna konnte immer noch nicht hindurchpassen, nicht ohne weitere Verletzung ihres schwachen Körpers zu riskieren. »Wir müssen mehr von der Wand entfernen«, entschied Thomas und griff wieder nach seinen Werkzeugen. »Der Tierarzt ist auf dem Weg«, berichtete Sabine, ihr Telefon fest in der Hand. »Dr. Müller. Sie sagte, sie wäre in 15 Minuten hier.« Max war nicht von seiner Position bei der Öffnung gewichen. Er hatte die Wasserschale von seiner Mutter genommen und hielt sie jetzt so, dass Luna sie erreichen konnte. Der Hund leckte schwach an dem Wasser, ihre Zunge trocken und rissig. »Nicht zu viel auf einmal«, warnte Sabine, erinnern sich an etwas, was sie über Rehfütterungssyndrom bei Hungerfällen gelesen hatte. Das Geräusch eines Autos, das in ihrer Einfahrt fuhr, durchbrach die Spannung. Dr. Müllers Ankunft. Sabine eilte nach oben, um die Tierärztin hereinzulassen, während Thomas weiterhin vorsichtig Wandabschnitte entfernte. Dr. Müller war eine kleine Frau mit freundlichen Augen und einer sachlichen Art. Sie folgte Sabine ohne Zeitverschwendung in den Keller, ihre Medizintasche fest in der Hand. »Wo ist der?« Ihre Frage starb auf ihren Lippen, als sie die Szene erfasste. Eine halb abgerissene Wand, ein skelettartiger Hund, der durch die Öffnung sichtbar war, und ein kleiner Junge, der dem Tier Trost zuflüsterte. »Süße Gnade«, hauchte sie, stellte ihre Tasche ab und kniete sich hin, um die Situation zu beurteilen. »Wie lange ist sie da drin gewesen?« »Wir sind uns nicht sicher«, antwortete Thomas und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Mindestens ein paar Monate, basierend darauf, wann der vorherige Besitzer verschwand.« Dr. Müllers Augen weiteten sich. »Monate? Das ist unmöglich. Kein Hund könnte so lange ohne Nahrung und Wasser überleben.« »Da ist ein Lüftungsschlitz«, wies Sabine hin. »Und wir denken, Wasser könnte irgendwie während Regenstürmen reingekommen sein. Wir fanden Tagebücher. Der vorherige Besitzer war geisteskrank. Er glaubte, der Hund spioniere ihn aus.« Der Ausdruck der Tierärztin verhärtete sich. »Nun, ich muss sie richtig untersuchen, sobald wir sie rausbekommen haben. Aber ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass das einer der schlimmsten Fälle von Tierquälerei ist, die ich je gesehen habe.« Sie wandte ihre Aufmerksamkeit Max zu, der seine Augen nicht von Luna abgewandt hatte. »Du musst derjenige sein, der sie gefunden hat«, sagte sie sanft. Max nickte. »Ich hörte sie in den Wänden weinen. Niemand glaubte mir zuerst.« »Nun, ich glaube dir jetzt«, sagte Dr. Müller, ihr Ton ernst. »Und du hast wahrscheinlich ihr Leben gerettet. Ich werde deinem Papa helfen, sie rauszubekommen, und dann werden wir uns gut um sie kümmern.« Mit Dr. Müllers Anleitung entfernte Thomas genug von der Wand, um eine Öffnung zu schaffen, die groß genug war, damit Luna hindurchpasste. Die Tierärztin bereitete eine behelfsmäßige Trage vor, indem sie eine Decke verwendete, die Sabine heruntergebracht hatte. »Das wird der knifflige Teil«, warnte Dr. Müller. »Sie ist sehr dehydriert und unterernährt. Jede plötzliche Bewegung könnte weiteren Schaden verursachen. Wir müssen sie sehr vorsichtig herausbringen.« Thomas positionierte sich zu helfen, während Sabine Max in sicherer Entfernung hielt. »Luna?«, rief Dr. Müller sanft, ihre Stimme ruhig und professionell. »Wir werden dir jetzt helfen.« Aber der Hund reagierte nicht auf die Stimme der Tierärztin. Stattdessen blieben ihre Augen auf Max fixiert, als würde sie Kraft aus seiner Anwesenheit ziehen. »Sie will nur Max«, erkannte Sabine. »Sie vertraut ihm.« Dr. Müller zögerte, offensichtlich unbehaglich dabei, ein Kind in so ein heikles Verfahren einzubeziehen, aber nach kurzer Überlegung nickte sie. »Max, würdest du dich hier hinsetzen, wo sie dich sehen kann? Rede mit ihr, während wir versuchen, sie zu bewegen.« Max entwand sich sofort dem Griff seiner Mutter und positionierte sich, wo die Tierärztin es angedeutet hatte.
»Es ist okay, Luna«, sagte er, seine junge Stimme überraschend ruhig. »Das sind gute Menschen.« »Sie werden dich aus dem dunklen Ort herausholen. Du musst keine Angst mehr haben.« Als würde sie jedes Wort verstehen, ließen Lunas Augen niemals Max' Gesicht los, während Dr. Müller und Thomas sie vorsichtig auf die Decke manövrierten. Der Hund war so schwach, dass sie keinen Widerstand leistete. Ihr Körper war schlaff und erschreckend leicht, als sie durch die Öffnung brachten. Sobald Luna aus ihrem Gefängnis befreit war, wurde das volle Ausmaß ihres Zustands entsetzlich klar. Ihre Rippen stachen scharf durch ihr stumpfes Fell hervor, ihre Beine waren kaum mehr als Stöcke, und Wunden bedeckten die Teile ihres Körpers, die in ständigem Kontakt mit dem Betonboden gewesen waren. Dr. Müller begann sofort eine oberflächliche Untersuchung. Ihre erfahrenen Hände bewegten sich sanft über Lunas ausgezehrte Gestalt. »Ihr Herzschlag ist schwach, aber stetig«, berichtete sie. »Schwere Dehydrierung, Unterernährung, Druckgeschwüre, möglicherweise etwas Muskelatrophie durch die Einsperrung. Sie braucht sofort Flüssigkeiten und spezialisierte Pflege.« »Wird sie wieder gesund?« fragte Max, seine Stimme klein und verängstigt. Dr. Müller blickte auf und ihr Ausdruck wurde weicher, als sie den ängstlichen Blick des Jungen traf. »Ich werde dir nicht anlügen, Max. Sie ist in sehr schlechtem Zustand, aber sie hat etwas überlebt, was unmöglich hätte sein sollen. Das sagt mir, dass sie eine Kämpferin ist.« »Sie will leben«, sagte Max mit absoluter Gewissheit. »Sie hat es mir gesagt.« Die Erwachsenen tauschten Blicke aus, aber niemand stellte seine Aussage in Frage. »Meine Klinik ist nur 5 Minuten entfernt«, sagte Dr. Müller und kehrte zu ihrer professionellen Art zurück. »Ich möchte Sie so schnell wie möglich dorthin bringen. Ich habe die Ausrüstung, um ihr die Flüssigkeiten und Pflege zu geben, die sie braucht.« »Kann ich auch mitkommen?« fragte Max sofort. Dr. Müller sah zu Sabine und Thomas, wobei sie die Entscheidung offensichtlich ihnen überließ. Nach einem kurzen stillen Austausch nickte Sabine. »Wir kommen alle mit. Luna könnte sich wohler fühlen, wenn Max in der Nähe ist.« Als sie Luna vorsichtig die Kellertreppe hinauf und zu Dr. Müllers Transporter trugen, bemerkte ein Nachbar sie von der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Nachricht verbreitete sich schnell in der kleinen Gemeinde. Bis zum Abend würde jeder von dem Hund wissen, der in der Wand des alten Hermann-Hauses gefunden wurde. Dr. Müllers Klinik war klein, aber gut ausgestattet. Ihr Assistent, ein junger Mann namens Stefan, wartete auf sie, nachdem er während der Fahrt per Telefon alarmiert worden war. »Untersuchungsraum 1 ist bereit«, berichtete er. Seine Augen weiteten sich, als er Lunas Zustand erblickte. »Mein Gott! IV-Flüssigkeiten, Wärmedecken und lasst uns eine Blutuntersuchung machen«, instruierte Dr. Müller, ihre Stimme ruhig und konzentriert trotz des Schreckens der Situation. Während das medizinische Team an Luna arbeitete, wartete die Familie Weber ängstlich im kleinen Empfangsbereich. Max saß zwischen seinen Eltern, ungewöhnlich still, seine Augen auf die geschlossene Untersuchungsraumtür fixiert. »Wie hast du es gewusst, Max?« fragte Thomas schließlich die Frage, die ihn seit der Entdeckung beschäftigt hat. »Wie hast du gewusst, dass sie da war?« Max zuckte mit den Schultern, die Geste seltsam erwachsen auf seinem kleinen Rahmen. »Ich hatte sie.« »Aber woher wusstest du, dass ihr Name Luna war?« drängte Sabine. »Wir haben dir das nie gesagt?« Max sah verwirrt über die Frage aus. »Sie hat es mir gesagt.« »Der Hund hat dir ihren Namen gesagt?« klärte Thomas und versuchte, seinen Ton neutral zu halten. »Nicht mit Worten«, erklärte Max, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. »Ich wusste es einfach, wie ich weiß, wann es regnen wird oder wann Oma anrufen wird.« Sabine und Thomas tauschten besorgte Blicke aus. Max' Intuitionen waren immer seltsam gewesen, aber das hier war etwas völlig anderes, etwas, was sie nicht einfach weg erklären konnten. Bevor sie ihn weiter befragen konnten, öffnete sich die Untersuchungsraumtür und Dr. Müller kam heraus, sah müde aus, aber weniger düster als zuvor. »Sie ist stabilisiert«, verkündete sie und entfernte ihre Latexhandschuhe. »Ich habe sie an IV-Flüssigkeiten und Medikamente gegen Schmerzen und Infektionen angeschlossen. Die Blutuntersuchung wird uns mehr sagen, aber im Moment hält sie sich.« »Kann ich sie sehen?« fragte Max sofort. Dr. Müller zögerte. »Sie ist sehr schwach, Max, und sie ist an einige Maschinen angeschlossen, die vielleicht beängstigend aussehen. Ich werde keine Angst haben«, versprach Max. »Und Luna wird keine Angst haben, wenn ich da bin.« Nach kurzer Überlegung nickte Dr. Müller.
In Ordnung, aber nur für ein paar Minuten. Sie führte Max in den Untersuchungsraum, Sabine und Thomas folgten dicht dahinter. Luna lag auf einem Behandlungstisch, bedeckt mit einer Wärmedecke. Eine IV-Leitung führte in eines ihrer Vorderbeine. Überwachungsgeräte piepten stetig in der Nähe und verfolgten ihre Vitalwerte. Trotz Dr. Müllers Warnung zeigte Max keine Angst bei dem Anblick. Er näherte sich dem Tisch ruhig und blieb gerade in Lunas Sichtlinie stehen. »Hallo Luna«, sagte er sanft. »Du bist jetzt sicher. Die Ärzte machen dich besser.« Der Schwanz Lunas bewegte sich schwach unter der Decke, das einzige Zeichen, dass sie seine Anwesenheit bemerkte. Dr. Müller beobachtete die Interaktion mit professionellem Interesse. »Es ist bemerkenswert«, kommentierte sie leise zu Sabine und Thomas. »Sie reagiert auf ihn in einer Weise, wie sie auf niemand anderen reagiert. Es ist, als hätten sie eine Art Verbindung.« »Er war schon immer intuitiv bei Dingen«, sagte Sabine vorsichtig, »aber das hier ist anders. Er wusste Dinge über Luna, die er unmöglich hätte wissen können.« »Wie was?« fragte die Tierärztin. »Ihren Namen zum Beispiel«, antwortete Thomas. »Die Tagebücher des vorherigen Besitzers bestätigten es, aber Max wusste es, bevor wir sie fanden.« Dr. Müllers Ausdruck wurde nachdenklich. »Ich bin seit 15 Jahren Tierärztin und ich habe einige Dinge gesehen, die die Wissenschaft nicht leicht erklären kann. Die Bindungen zwischen Menschen und Tieren überschreiten manchmal unser Verständnis. Sie beobachtete, wie Max sanft Lunas Kopf streichelte, die Augen des Hundes ließen niemals das Gesicht des Jungen los. Was auch immer die Erklärung ist, fuhr sie fort, diese Bindung könnte das sein, was sie am Kämpfen hält. Sie hätte in dieser Wand sterben sollen. Nach aller medizinischen Logik hätte sie nicht mehr als ein paar Wochen ohne ordentliche Nahrung und Wasser überleben sollen. Doch hier ist sie. »Was passiert jetzt mit ihr?« fragte Sabine, nachdem sie sich erholt hat. »Das ist ein Gespräch für einen anderen Tag. Im Moment konzentrieren wir uns darauf, sie durch die nächsten 48 Stunden zu bringen. Die werden entscheidend sein.« Als sich die Nachricht von Lunas Entdeckung verbreitete, begannen sich lokale Medien vor der Tierklinik zu versammeln. Bis zum Abend hatte sich eine kleine Menschenmenge gebildet, besorgte Bürger, Tierliebhaber und Reporter, die begierig auf eine Geschichte über den Wunderhund waren, der in einer Wand gefunden wurde. Stefan, der Assistent der Tierärztin, hatte den ganzen Nachmittag Anrufe entgegengenommen. »Kanal 7 will ein Live-Segment für ihre Abendnachrichten machen«, berichtete er. »Und die Kleinburger Zeitung schickt einen Reporter rüber.« Dr. Müller seufzte und fuhr sich durch die Haare. »Ich nehme an, wir sollten nicht überrascht sein. Es ist nicht jeden Tag, dass ein 5-jähriger Junge einen Hund entdeckt, der in einer Wand eingemauert ist.« »Müssen wir mit Ihnen sprechen?« fragte Sabine, besorgt darüber, Max der Medienaufmerksamkeit auszusetzen. »Nicht, wenn Sie nicht wollen«, versicherte Dr. Müller ihr. »Ich kann die Presse handhaben, aber Sie werden über Max wissen wollen, wie er es wusste.« Thomas runzelte die Stirn. »Das würde ich auch gerne wissen.« Sie alle schauten zum Untersuchungsraum, wo Max immer noch neben Luna saß, scheinbar unbekümmert über das wachsende Getümmel draußen. Er sprach mit dem Hund mit leiser Stimme, seine kleine Hand ruhte sanft auf seiner Seite. »Was sagt er?« fragte Sabine sich laut. »Ich weiß es nicht, aber was auch immer es ist, Luna scheint es zu verstehen.« Im Untersuchungsraum führte Max tatsächlich eine Art Gespräch mit Luna. Nicht mit Worten, zumindest nicht mit Worten, die jemand anders verstehen würde, sondern mit etwas Tieferem, einer Verbindung, die sich in dem Moment gebildet hatte, als er seine Schreie durch die Wand gehört hatte. »Alle wollen wissen, wie ich dich gefunden habe«, flüsterte er zu Luna. »Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich hörte dich einfach, als niemand sonst es konnte.« Lunas Augen, immer noch eingesunken, aber jetzt dank der IV-Flüssigkeiten aufmerksamer, blieben auf sein Gesicht fixiert. Ihr Schwanz schlug schwach gegen den Behandlungstisch. »Dr. Müller sagt, du bist eine Kämpferin. Sie sagt, du hättest nicht so lange überleben sollen. Aber ich wusste, dass du es würdest. Ich wusste, dass du auf mich gewartet hast, um mich zu finden.« Er lehnte sich näher, als würde er ein Geheimnis scheilen. »Ich weiß auch andere Dinge, Luna. Ich weiß, dass du nicht immer in dieser Wand warst. Du hattest vorher ein Haus. Du hattest jemanden, der dich liebte, aber dann wurde er krank. Nicht krank wie eine Erkältung, krank im Kopf. Er hatte Angst vor dir, aber es war nicht deine Schuld.« Luna winste leise, das Geräusch kaum hörbar über das Piepen der Überwachungsgeräte. »Ich weiß«, beruhigte Max. »Es war beängstigend, aber du bist jetzt sicher. Wenn du gesund wirst, kannst du bei uns wohnen. Ich habe schon Mama und Papa gefragt. Sie haben noch nicht Ja gesagt, aber sie werden. Ich weiß es.«
Die nächsten 48 Stunden waren die kritischsten in Lunas Überlebenskampf. Dr. Müller arbeitete unermüdlich und überwachte den Zustand des deutschen Schäferhundes rund um die Uhr. Sie hatte unzählige Tiere während ihrer Laufbahn behandelt, aber keines hatte sie so beeinflusst wie Luna. Ihr Überlebenswille trotzt aller medizinischen Logik, erklärte sie Sabine und Thomas, als sie Max am folgenden Morgen zur Klinik brachten. Das Ausmaß der Verhungerung und Dehydrierung, das sie erlebt hat, ich habe nie gesehen, dass ein Tier das überlebt. Max hatte seit dem Aufwachen kaum gesprochen, sein Fokus lag völlig darauf, zu Luna zurückzukehren. Jetzt, als sie den Behandlungsraum betraten, hellte sich sein Gesicht beim Anblick des deutschen Schäferhundes auf. Luna sah etwas besser aus als am Vortag. Die IV-Flüssigkeiten hatten geholfen, sie zu rehydrieren, was ihre eingesunkenen Augen etwas aufmerksamer machte. Als sie Max erblickte, schlug ihr Schwanz schwach gegen den Behandlungstisch. Sie war die ganze Nacht unruhig, erzählte Dr. Müller ihnen, aber sie beruhigte sich für etwa einer Stunde, fast als wüsste sie, dass du kommst. Max nickte, unüberrascht. Sie wartete auf mich. 3 Wochen später machte Liam seine Eltern mit einem dringenden Klopfen an ihre Schlafzimmertür wach. »Luna muss euch etwas sagen«, verkündete er, sein Ausdruck ernst, trotz der späten Stunde. »Es ist wichtig.« Verwirrte Blicke tauschend folgten Sabine und Thomas ihrem Sohn ins Wohnzimmer, wo Luna aufmerksam neben ihrem Bett saß, ihre Augen intensiv auf die Menschen gerichtet, als sie eintraten. »Was ist es, Schatz?« fragte Sabine und unterdrückte ein Gähnen. »Geht es Luna gut?« »Ihr geht es gut«, versicherte Max ihnen. »Aber sie erzählt mir immer wieder von einem anderen Hund, einem, der Hilfe braucht, wie sie brauchte.« »Einem anderen Hund? Was meinst du?« »Luna sagt, da ist ein anderer Hund, der gefangen ist. Nicht in einer Wand, sondern in einem kleinen Käfig. Der Hund ist krank und hat Angst. Es gibt auch andere Hunde, aber dieser wird bald sterben, wenn niemand hilft.« Sabine kniete neben ihren Sohn. »Max, Schatz, bist du sicher, dass das kein Traum ist?« Max schüttelte entschieden den Kopf. »Es ist kein Traum. Luna versucht es mir seit Tagen zu sagen, aber ich verstand es bis jetzt nicht. Sie sagt, die Hunde sind in einem Gebäude mit einer roten Tür in der Nähe von Wasser. Sie kann den Fluss riechen.« Thomas und Sabine tauschten besorgte Blicke aus. Die Spezifität der Details war beunruhigend. »Und Luna hat dir das alles erzählt?« fragte Thomas vorsichtig. »Ja«, antwortete Max einfach. »Sie will den anderen Hunden helfen, weil jemand ihr geholfen hat, als sie gefangen war.« Die Polizei wird informiert. Thomas fuhr sich durch sein schlafzerzaustes Haar und versuchte zu verarbeiten, was sein Sohn ihm erzählte. »Max, selbst wenn das, was du sagst, wahr ist, können wir nicht einfach zufällige Gebäude mit roten Türen absuchen. So funktioniert das nicht.« »Aber die Hunde brauchen Hilfe«, beharrte Max. Sein kleines Gesicht verzog sich vor Kummer. »Luna sagt, der Kranke ist ein Welpe. Sie ist ganz allein und hat Angst.« Sabine kniete neben ihren Sohn und legte eine sanfte Hand auf seine Schulter. »Schatz, wir glauben, dass du das glaubst, aber wir können die Polizei nicht rufen, basierend auf dem, was ein Hund mir erzählt hat«, beendete Max, sein Ausdruck beunruhigend erwachsen. »Ihr habt mir auch wegen Luna nicht geglaubt. Nicht bis Papa sie fand.« Die Worte landeten wie ein körperlicher Schlag. Thomas und Sabine tauschten schuldige Blicke aus, beide erinnerten sich daran, wie sie Max beharrliche Behauptungen über einen Hund in der Wand abgetan hatten. »Das ist nicht fair, Max«, begann Thomas, aber hielt inne, als er sah, wie Luna sich schwankend erhob und sich neben den Jungen stellte, als würde sie dessen Argumentation unterstützen. »Vielleicht könnten wir einen Kompromiss eingehen«, schlug Sabine nach einem Moment vor. »Wir werden Kommissar Wagner über dein Gefühl erzählen. Er ist bereits mit der Situation vertraut. Wenn er denkt, es sei es wert zu untersuchen, dann ist das seine Entscheidung.« Max überlegte das. Sein Blick fiel zu Luna, als würde sie ihre Meinung einholen. Nach einem Moment nickte er widerwillig. »Okay, aber wir müssen es ihm bald sagen. Der Welpe ist wirklich krank.« Kommissar Wagner wertete die Informationen nicht sofort ab, als Thomas ihn am nächsten Morgen anrief. Nach der Entdeckung von Eduard Hermanns Überresten genau dort, wo Max es angedeutet hatte, hatte der Kommissar einen gesunden Respekt für die ungewöhnlichen Einsichten des Jungen entwickelt. »Ich kann keine vollständige Untersuchung allein darauf stützen«, erklärte er, als er später am Tag am Haus vorbeikam. »Aber ich kann die Augen offen halten. Haben wir genauere Details über diesen Ort? Ein Gebäude mit einer roten Tür in der Nähe des Flusses beschreibt ziemlich viele Orte.« Max, der aufmerksam zugehört hatte, wandte sich Luna zu.
Der deutsche Schäferhund lag auf ihrem Bett, ihr Blick auf das Gespräch der Menschen gerichtet. Für mehrere Sekunden schienen Junge und Hund in stiller Kommunikation verschlossen. Luna sagt, es riecht nach Fisch und nach der Medizin, die Dr. Müller ihr gibt, der stark riechenden. Desinfektionsmittel, riet Kommissar Wagner und notierte sich Notizen in seinem kleinen Notizbuch. Max nickte und sie sagt, da ist ein Geräusch wie eine große Maschine, die an- und ausgeht. Ein Generator vielleicht, überlegte der Kommissar. Das könnte es eingrenzen. Verlassene Fabriken entlang der Flussufer würden zu dieser Beschreibung passen. Mehrere von ihnen wurden vor Jahren geschlossen, als der Fertigungssektor zusammenbrach. »Werdet ihr nachsehen?« fragte Max, seine Augen weit und flehend. »Heute?« Kommissar Wagner zögerte. »Ich werde sehen, was ich tun kann, aber ich kann keine Versprechen machen, Max. Ich brauche mehr als nur ein Gefühl.« »Es ist nicht nur ein Gefühl«, beharrte Max. »Luna weiß es. Sie kann den Schmerz des anderen Hundes fühlen.« Die Flucht in der Nacht. Nach Kommissar Wagners Abfahrt zog sich Max zu Lunas Seite zurück, sein Ausdruck beunruhigt. Sabine fand sie eine Stunde später so, den Jungen an den noch dünnen Körper des Hundes gekuschelt, beide scheinbar schlafend. Aber als sie sich näherte, öffneten sich Max' Augen. »Der Kommissar wird nicht helfen, oder?« fragte er leise. Sabine seufzte und setzte sich neben ihren Sohn. »Er will es, Schatz. Aber die Polizei braucht Beweise, bevor sie etwas untersuchen kann. Sie können nicht einfach Gebäude durchsuchen, weil jemand ein Gefühl hat.« »Auch wenn dieses Gefühl richtig ist?« stellte Max heraus. »Auch dann«, bestätigte Sabine sanft. »So funktioniert das Gesetz. Es ist zum Schutz der Rechte der Menschen.« Max war einen langen Moment still. Seine kleine Hand streichelte gedankenverloren Lunas Fell. »Was, wenn wir den Ort selbst finden würden? Dann könnten wir der Polizei genau sagen, wo sie suchen sollen.« Alarm blitzte über Sabines Gesicht. »Absolut nicht, Max. Es könnte gefährlich sein. Wenn da wirklich Menschen sind, die Hunde misshandeln, sind das nicht Leute, denen du begegnen möchtest.« »Aber der Welpe wird sterben«, flüsterte Max, Tränen stiegen in seine Augen. »Ich weiß, du willst helfen. Das liegt daran, dass du ein gutes Herz hast. Aber manchmal, auch wenn wir alles reparieren wollen, müssen wir akzeptieren, dass wir es nicht können.« Aber Max war nicht bereit, das zu akzeptieren, nicht wenn er die Dringlichkeit von Lunas stillen Bitten spüren konnte, die verzweifelte Notwendigkeit, andere davor zu bewahren, das Schicksal zu erleiden, dem sie beinahe erlegen wäre. In dieser Nacht, nachdem seine Eltern zu Bett gegangen waren, schlüpfte Max aus seinem Zimmer und zurück zu Lunas Seite. Der deutsche Schäferhund war wach, als hätte sie auf ihn gewartet. »Sie werden nicht helfen«, flüsterte Max und vergrub sein Gesicht in Lunas Fell. Luna winselte leise und stupste Max' Hand mit ihrer Nase an. »Ich weiß«, stimmte der Junge zu, als würde er auf einen gesprochenen Kommentar antworten, »aber ich weiß nicht, wie ich den Ort ohne Hilfe finden soll.« Fast eine Stunde lang blieben Junge und Hund in ihrer stillen Gemeinschaft verschlossen. Max antwortete gelegentlich flüsternd auf Lunas ungehörte Vorschläge. Schließlich nickte er, ein Ausdruck der Entschlossenheit legte sich über seine jungen Züge. »Okay, wir werden es auf deine Art versuchen.« Am nächsten Morgen war Max beim Frühstück ungewöhnlich ruhig. Als Sabine fragte, ob er sich wohlfühle, nickte er einfach und schob seine Cornflakes im Teller herum, ohne viel Interesse zu zeigen. »Bist du immer noch wegen gestern verärgert?« fragte Thomas sanft. Max zuckte mit den Schultern. »Ich verstehe, warum der Kommissar nicht helfen kann. Es ist in Ordnung.« Thomas und Sabine tauschten überraschte Blicke über die scheinbare Akzeptanz ihres Sohnes aus. »Das ist sehr reif von dir, Kumpel«, sagte Thomas vorsichtig. »Luna hat mir geholfen zu verstehen«, erklärte Max und stellte seinen Löffel ab. »Sie sagt, wir müssen einfach geduldig sein.« Die nächtliche Mission. In dieser Nacht weckte ein leises Kratzgeräusch Thomas aus einem leichten Schlaf. Er nahm an, es sei Luna, die nach draußen musste, und machte sich verschlafen auf den Weg ins Wohnzimmer, nur um es leer zu finden. Lunas Bett, normalerweise von dem sich erholenden deutschen Schäferhund besetzt, war frei. Alarm schoss durch Thomas und verbannte jede verbleibende Schläfrigkeit. Er überprüfte schnell Max' Zimmer, in der Hoffnung, beide dort zu finden.
Das Bett war leer, die Decken zurückgeworfen. »Sabine«, rief Thomas. Panik stieg in seiner Kehle. »Max ist weg und Luna auch!« Innerhalb von Minuten war das ganze Haus durchsucht worden, was ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigte. Max und Luna waren nirgends zu finden. Die Hintertür stand leicht offen, nicht genug, um das Alarmsystem auszulösen, aber genug für einen kleinen Jungen und einen Hund, um hinauszuschlüpfen. »Das kann nicht passieren«, flüsterte Sabine, ihr Gesicht aschfahl, als Thomas fieberhaft Kommissar Wagners Nummer wählte. »Wohin würden Sie gehen? Luna kann kaum mehr als ein paar Minuten gehen, ohne müde zu werden.« Die schreckliche Wahrheit dämmerte ihnen gleichzeitig. Lunas scheinbare Erschöpfung nach den Therapiesitzungen des Tages war nicht von Überanstrengung gewesen. Es war Schauspiel gewesen. Der Hund hatte ihre Kraft für welchen Plan auch immer gespart, den sie und Max ausgeheckt hatten. Kommissar Wagner reagierte sofort auf ihren Anruf und kam innerhalb von 20 Minuten am Haus an. Ein Suchteam wurde schnell organisiert, mit Beamten, Nachbarn und Freiwilligen, die die umliegenden Gebiete mit Taschenlampen durchkämmten. »Wir müssen uns auf das Flussufer konzentrieren«, beharrte Thomas. Er erinnerte sich an Max' Beschreibung des Gebäudes mit der roten Tür. Dahin wäre er gegangen. »Wir haben Beamte, die dieses Gebiet jetzt überprüfen«, besicherte Kommissar Wagner ihm. »Aber es sind mehrere Kilometer von hier. Wie werden Sie dorthin gekommen? Luna ist nicht stark genug, um so weit zu laufen. Und Max hätte um diese Uhrzeit keinen Bus nehmen können.« Währenddessen, den Suchern unbekannt, machten sich Max und Luna tatsächlich auf den Weg zum Flussufer, aber nicht aus Fuß. Kurz nachdem sie aus dem Haus geschlüpft waren, trafen sie auf einen unerwarteten Verbündeten. Frau Weismann, ihre ältere Nachbarin, die von einem späten Kartenspiel bei ihrer Schwester zurückkehrte. »Max«, hatte sie überrascht gerufen und die kleine Gestalt mit dem Hund neben ihm gesehen. »Was um aller in der Welt machst du um dieser Uhrzeit draußen?« Max war an ihr Autofenster herangetreten, sein Ausdruck ernst. »Wir müssen Hunden helfen, die in Schwierigkeiten sind«, erklärte er. »Können Sie uns zum Fluss fahren, bitte?« Frau Weismann hätte ablehnen sollen. Sie hätte sofort ihre Eltern anrufen oder ihn direkt nach Hause bringen sollen. Aber etwas in dem ernsten Gesicht des Jungen und vielleicht die ungewöhnliche Intelligenz, die sie immer in Lunas Augen gespürt hatte, ließ sie zögern. »Weiß deine Mutter, wo du bist?« fragte sie, obwohl sie die Antwort bereits ahnte. Max schüttelte den Kopf. »Sie würden es nicht verstehen. Aber es ist wirklich wichtig, Frau Weismann. Ein Welpe wird sterben, wenn wir nicht helfen.« Die Entdeckung der Hundekampfarena. Innerhalb der verlassenen Fabrik bewegten sich Max und Luna vorsichtig durch die Dunkelheit, geleitet von den Geräuschen leidender Tiere und Lunas scheinbar unfehlbarem Richtungssinn. Sie hatten ein zerbrochenes Fenster in Bodennähe gefunden, gerade groß genug für einen kleinen Jungen und einen dünnen Hund, um hindurchzuschlüpfen. »Hier lang«, flüsterte Max und folgte Lunas Führung. Der deutsche Schäferhund bewegte sich mit neuer Kraft, ihre frühere Schwäche in der Dringlichkeit ihrer Mission vergessen. Das Bellen wurde lauter, als sie sich einer schweren Tür am Ende eines langen Korridors näherten. Licht sickerte unter ihr hindurch. Das erste Zeichen, dass das angeblich verlassene Gebäude nicht so verlassen war, wie es schien. Luna knurrte tief in ihrer Kehle, ihre Nackenhaare sträubten sich, als sie sich der Tür näherten. »Psst«, beruhigte Max und legte eine beruhigende Hand auf ihren Rücken. »Wir müssen leise sein, sonst könnten uns die bösen Menschen hören.« Er drückte sein Ohr gegen die Tür und lauschte angestrengt. Die Geräusche von Wimmern und gelegentlichem Bellen waren jetzt klar, zusammen mit einem mechanischen Summen, das der Generator gewesen sein musste, über den Kommissar Wagner spekuliert hatte. Tief durchatmend drehte Max den Türgriff. Zu seiner Überraschung öffnete sich die Tür leicht und enthüllte eine Szene, die ihn jahrelang verfolgen würde. Der große Raum war einst Teil des Fischverarbeitungsbetriebs gewesen, mit Ablaufrinnen, die noch im Betonboden sichtbar waren, aber jetzt beherbergte er Reihen von Metallkäfigen, die jeweils mindestens einen Hund enthielten. Einige waren große Rassen, andere klein, aber alle zeigten Zeichen von Vernachlässigung oder Verletzung. In der Mitte des Raums standen mehrere Tische mit medizinischer Ausrüstung, nicht die heilende Art, die Dr. Müller verwendete, sondern Werkzeuge für experimentelle Eingriffe. Es war eine Hundekampfoperation, kombiniert mit einer illegalen Zucht- und Trainingsanlage. Luna knurrte wieder, lauter diesmal, ihre Augen auf einen kleinen Käfig in der Ecke gerichtet,
wo ein winziger Welpe bewegungslos lag, außer dem schwachen Heben und Senken seiner Brust. »Das ist sie«, flüsterte Max und ging auf den Käfig zu. Aber Luna erstarrte plötzlich, ihre Ohren spitzten sich. Eine Sekunde später hörte es auch Max. Schritte, die sich von einem angrenzenden Raum näherten. Bevor sie sich zurückziehen konnten, schwang die Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Raums auf. Ein stämmiger Mann trat ein und blieb abrupt beim Anblick eines kleinen Jungen und eines deutschen Schäferhundes, die inmitten seiner illegalen Operation standen. »Was zum Teufel«, knurrte er und griff hinter seinen Rücken, vermutlich nach einer Waffe. Luna reagierte sofort und stellte sich zwischen Max und die Bedrohung, ihre Zähne in einem Knurren entblößt, das ihre noch schwache Verfassung Lügen strafte. Der Mann zögerte, offensichtlich nicht damit rechnend, einem aggressiven Hund gegenüberzustehen. Dieser Moment des Zögerns erwies sich entscheidend. Von irgendwo draußen heulte eine Polizeisirene, gefolgt von dem Geräusch quietschender Fahrzeuge. »Polizei, öffnen Sie!« kam ein Ruf, begleitet von heftigem Hämmern am Haupteingang des Gebäudes. Der Mann fluchte, sein Blick wanderte zwischen Max, der Tür und den eingesperrten Hunden, Beweise seiner kriminellen Unternehmung. Das Happy End. Bevor er sich für einen Handlungsweg entscheiden konnte, sprang Luna vorwärts, ihre geschwächte Verfassung in dem Ansturm des Schutzinstinkts vergessen. Ihre Zähne schlossen sich um den Arm des Mannes und schickten ihn mit einem Schmerzensschrei zu Boden. Sekunden später füllte sich der Raum mit Polizeibeamten. Kommissar Wagner führte an. Seine Augen weiteten sich beim Anblick von Max, der inmitten der Käfige stand. Luna knurrte immer noch über der liegenden Gestalt des Betreibers. »Max«, rief er aus und steckte seine Waffe weg, als er nach vorn eilte. »Geht es dir gut?« Max nickte, scheinbar unbeeindruckt vom Chaos um ihn herum. »Ich sagte Ihnen, die Hunde brauchen Hilfe«, sagte er einfach. »Besonders Sie.« Er zeigte auf den Käfig mit dem bewegungslosen Welpen. Während andere Beamte den Verdächtigen sicherten und begannen, die Szene zu dokumentieren, kniete Kommissar Wagner neben dem Käfig des Welpen, sein Ausdruck düster, als er ihren Zustand beurteilte. »Dieser hier braucht sofortige tierärztliche Versorgung«, verkündete er und öffnete vorsichtig den Käfig, um das winzige Geschöpf zu heben. »Alle brauchen sie, aber dieser könnte es ohne Behandlung nicht schaffen.« »Rufen Sie Dr. Müller an«, schlug Max vor und war jetzt an seiner Seite. »Sie wird helfen.« Draußen waren weitere Polizeiautos angekommen, zusammen mit Fahrzeugen der Tierkontrolle, die gerufen worden waren, um die geretteten Hunde zu transportieren. Frau Weismann, die den ersten Notruf gemacht hatte, der die Polizei an den Ort brachte, gab ihre Aussage einem Beamten. »Wenn es nicht dieser Junge und sein Hund gewesen wären, hätten diese armen Geschöpfe weiter gelitten. Jemand sollte ihm eine Medaille geben.« Thomas, der Teil des Suchteams war, das nach Frau Weismanns Anruf an dem Ort zusammengetroffen war, war weniger begeistert. Seine Erleichterung, Max sicher zu finden, wurde von Ärger über das rücksichtslose Verhalten seines Sohnes gedämpft. »Hast du eine Ahnung, wie gefährlich das war?« verlangte er, nachdem er Max in eine heftige Umarmung gezogen hatte. »Du hättest verletzt werden können oder Schlimmeres.« »Aber Luna wusste, was zu tun war«, erklärte Max, als würde das alles rechtfertigen, »und der Welpe wäre gestorben, wenn wir gewartet hätten.« Bei Tagesanbruch war das volle Ausmaß der Operation aufgedeckt worden. 23 Hunde insgesamt waren gerettet worden. Viele trugen Scherben vom Kämpfen oder Züchten unter unmenschlichen Bedingungen. Der Welpe, den Max speziell erwähnt hatte, ein kleiner Pitbull-Mischling, war tatsächlich kritisch krank und litt unter Parvovirus und schwerer Unterernährung. Dr. Müller, aus dem Schlaf geweckt durch Kommissar Wagners dringenden Anruf, war angekommen, um Notfallversorgung zu leisten, bis die Tiere zu geeigneten Einrichtungen transportiert werden konnten. »Das ist einer der schlimmsten Fälle von organisiertem Tiermissbrauch, den ich gesehen habe«, sagte sie Reportern, die sich am Ort versammelt hatten und durch Polizeifunk alarmiert worden waren. Ohne den Hinweis, der die Polizei hierher führte, hätten viele dieser Tiere keine weitere Woche überlebt. Der Hinweis war natürlich durch Luna gekommen, eine Tatsache, die schnell unmöglich zu leugnen wurde. Wie sonst hätte Max nicht nur von der illegalen Operation gewusst,
sondern auch den spezifischen Ort und den kritisch kranken Welpen. Max und Luna, sie schienen unbekümmert über die wachsende Sensation, die ihre Aktionen verursacht hatten. Zurück zu Hause schliefen beide tief und erholten sich von ihrem nächtlichen Abenteuer. Luna war um Max geschlungen, ihr Körper bildete einen Schild zwischen ihm und der Welt. Haben Tiere jemals auf unerwartete Weise euer Leben gerettet? Schreibt eure Geschichte in den Kommentaren.